Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Schopmo von VR, ich bin Mutansen und gestern wurde überraschend Projekt Wingman gedroppt. Es gab schon einen kleinen Shitstorm, denn während das Original offensichtlich auf dem PC komplett in VR spielbar ist und es auch nicht anders kommuniziert wurde, haben die Leute schnell rausgefunden, dass im Projekt Wingman, was immerhin 30 Euro kostet, nur 6 VR-Missionen enthalten sind. Ich habe mich jetzt mal meiner wissenschaftlichen Aufgabe angenommen, 30 Euro gelatzt, nur um mal zu schauen, was diese Missionen jetzt können. Ich starte es gerade das erste Mal. Ich habe hier wirklich noch nichts drin gemacht, außer in den Settings mir eingestellt, dass der Ton ein bisschen leiser ist und die Sprache Deutsch. Das war's. Dann gehe ich mal auf diese neuen Mission. Boom. Und wähle natürlich Launch in VR. Und da sind wir. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Ace Combat 7 auf der PlayStation VR 1. Das sah echt klasse aus. Und schon hier im Hangar sieht Project Wingman aber eher aus wie ein Indie. Ja, sieht man ganz klar. Irgendwie alles ein bisschen lamer. Die Auflösung ist gerade, ich würde mal sagen, okay. Ja, also nicht die höchste Auflösung, die wir haben, aber auch kein Drama. Irgendwo so in der okay Zone. Zumindest von dem, was ich jetzt hier in der Halle sehe. Ja. Flugzeug sieht aber schon ein bisschen eckig aus. Wenn man sich das Cockpit anguckt, da sehe ich deutlich die Polygone. Bei dem Kameraden da hinten sowieso. Der sieht aus wie PlayStation 2 Flugzeug. Naja, gucken wir mal, was wir hier einstellen. Oh, mehrere Flugzeuge. Hey. Ich nehme erstmal die F-16, oder? Also dieses ein bisschen Shishi, was halt so ein Ace Combat hatte. Das gibt's hier nicht, aber jetzt geht's los. Okay, ich sehe hier das Cockpit. Das sieht auch so okay aus, nicht beeindruckend, aber macht den Job. Landschaft hier sehr unbeeindruckend, so 2005 Style. Es erinnert mich stark an Ace Combat, nur halt wirklich so in die Version. Hier scheint es keine Schattierung und gar nicht zu geben. So, ich gebe mal Gas und hoffe, wir fliegen dann einfach gleich mal los. Ich lenke jetzt hier mit den Trigger. Ich habe keine Ahnung. Oh. Wir haben abgehoben. Okay. Okay. Die Wolken sind ja lustig. Okay, also man hat eine Landschaft. Die sieht jetzt ziemlich generisch aus, aber ist ja schon mal nett, dass man hier so mit durch die Wolken auch fliegen kann. Huch. Merkwürdiger Effekt, aber immerhin, vor allen Dingen sind die Wolken sehr flach. Einmal durch. Schön, kann man machen. Die Auflösung ist jetzt übrigens auch okay, würde ich sagen. Ja, es flimmert jetzt nichts hier unten in der Landschaft. Die Wolken, da arbeitet es so ein bisschen in sich. Aber das kann man eigentlich echt machen gerade. Kriege ich das dann wieder gerade? Okay, also mit dem linken Stick rolle ich hier so. Der rechte scheint gerade gar nicht zu bewirken. Nach links und rechts steuere ich, indem ich den linken Trigger und rechten Trigger drücke. So. Die oberen Trigger-Tasten sind Gas geben. Wenn ich X drücke, schieße ich. Alles klar. Scheinen wir nicht zu treffen, die Raketen. Schade. Wow. Jetzt habe ich einen getroffen. Krass. Boom. Okay, Explosion und so sehen gut aus. Das ganze Fluggefühl erinnert mich auch stark an Ace Combat 7. Mittlerweile ist die Grafik hier unten auch, naja, okay, wenn man genau hinguckt, sind die ein bisschen eckig und so. Das ist nicht so toll, aber ja. Guckt euch das an. Also die Explosionen finde ich cool, die sehen gut aus. Und generell so das Gefühl, hier in der Luft zu sein, passt eigentlich auch. Es ist aber definitiv, es sieht nichts hier so gut aus wie auf der PlayStation VR 1, ja. Das Flugzeug hier drin, das ist wirklich basic. Draußen auch. Wir gucken mal.
er reagiert schon grundsätzlich auf das Licht, aber hier sind keine Schattierungen, also keine Schattenwürfe, nichts. Die ganzen Materialien hier sind überhaupt nicht metallisch, sondern einfach ja, flach geschadet. Ist jetzt kein Beinbruch, aber macht natürlich am Ende des Tages auch ein bisschen Nettigkeit. Multiplayer hat das Teil ja auch leider nicht, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt ernsthaft Bock hat, einfach auf einen Flugsimulator hier auf der PlayStation VR 2, ich glaube, die Missionen, die man hat, die gehen angeblich 2 bis 3 Stunden. Ist vielleicht ein bisschen gut gemeint für die kurze Spielzeit dann. Aber immerhin, wir fliegen im Flugzeug. Den Boden ein bisschen an. Der ist halt echt rudimentär, ne? In Ace Combat 7 auf der PlayStation VR 1 war das unfassbar beeindruckend hier, wie die Landschaft aussah. Und hier ist das jetzt wirklich nur so ein bisschen Berge mit einer sich wiederholenden Textur. Das macht so ungefähr den Job. Und ich glaube, wenn man halt irgendwie oben rumfliegt und mit anderen Flugzeugen kämpft, dann ist das auch gar nicht so relevant. Ja, und ich merke auch, wenn ich jetzt die Augen bewege und nicht den Kopf, dass ich hier zwischen den Zielen hin und her schalten kann. Das ist doch ganz süß. Wow. Übrigens, die Vibration merkt man auch hier im Kopf, ja, wenn was explodiert neben euch, das kriegt man mit, das ist auch nett. So, gucken wir uns mal die Landschaft hier von oben an. Was halt nett ist, ihr könnt es sehen, da hinten verschwindet halt die Landschaft so in atmosphärischem Nebel, ja. Das macht eigentlich einen guten Eindruck. Also man hat schon das Gefühl, hier in der Luft zu sein, aber es ist technisch einfach nicht so aufregend. Die verteilten Bäume hier machen es auch nicht besser. Ja, es ist einfach eine generische Textur, die auf der Landschaft ist. Aber der gesamte Eindruck ist okay. Also es ist jetzt halt kein AAA-Titel. So, ich glaube, es geht nach Hause. Wir haben unendlich viel gekämpft. Ich fasse mal meinen jetzigen Eindruck so ein bisschen zusammen. Also, wir fliegen hier im Jet, das fühlt sich eigentlich ganz nett an, ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass es hier kaum irgendwelche Lichtinteraktionen gibt, ja. Also, das Cockpit, ich drehe das mal ein bisschen zur Sonne, damit ihr es aussehen könnt. Ja, hier sind schon ein bisschen Reflection auf den Gläsern, aber im Großen und Ganzen haben wir hier im Cockpit keinen ernsthaften Lichteinfall von draußen. Ja, da kriegt man nichts mit, weil es auch keine Schatten gibt. Okay, das ist unsere zweite Mission. Wir sind im selben Hangar, stehen jetzt nur an einer anderen Stelle. Vielleicht nehme ich ja mal ein anderes Flugzeug. Wir haben ein neues Flugzeug dazu bekommen, eine SK-25. Ich nehme jetzt mal hier die D14. Start der Mission. Heute haben wir schlechtes Wetter. Also, ich finde die Grafik, die ist okay. Ja, man kann damit arbeiten. Also die Auflösung, das Cockpit hier sieht eigentlich gut alles aus. Ist auch erkennbar, aber jetzt auch nicht oberscharf. Die Landschaft, da jittert eigentlich nichts oder so. Ja, hier sind ja aber auch irgendwie einfach so ein bisschen Boden und Wolken, da sieht man nicht viel. Das Einzige, was mir komplett fehlt, ist ein bisschen Licht. Das ist ein bisschen schade, das macht es halt besser. Und das gab es ja auf der PlayStation VR 1 in Ace Combat. Ja. Aber ansonsten ist es irgendwie schon, sie bemühen sich ja. Hier laufen jetzt gerade so Wasserspuren über das Cockpit. Und heute müssen wir offensichtlich Bodenziele angreifen. Die Stadt ist ein bisschen low aufgelöst, die Textur. Aber wenn man nicht so pingelig ist, dann passt das schon. Interessant ist, Alter, sind hier viele Gegner. Wie krass ist das denn? Oh, ich werde beschossen. Frechheit. Jetzt höre ich auch öfter mal hier irgendwas einschlagen bei meinem Flugzeug. Und man hört so, seht ihr, manchmal sieht man auch so Schüsse, die auf einen zukommen. Das ist schon ganz nett.
Wow. Wow. Ist aber ganz nett, dass hier auch mal ein bisschen mehr Strukturen jetzt auf dem Boden sind. Ich hätte mir nur besseres Wasser gewünscht. Boom. Hey. Oh nein, 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 nein. Ah, ich bin abgestürzt. Ich habe nicht mehr genug Gas gegeben. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. So, mein Lieben, ich mache jetzt mal ein erstes Fazit, denn dafür ist es ja da. Ich wollte einfach mal gucken, wie es jetzt eigentlich technisch aussieht. Es ist auf jeden Fall nicht so schön wie damals Ace Combat 7, aber es macht alles, was so ein Ding machen soll, finde ich. Ja? Also die Welt da draußen sieht gut genug aus. Mir gefällt das, der Eindruck hier, der Tiefeneindruck und das Wetter und so, das schaut schon cool aus. Natürlich nicht auf AAA-Niveau wie bei Ace Combat, da waren einfach noch ein bisschen schönere Details. Hier mit den einzeln verteilten Bäumen, das ist einfach so generisch, ja. Aber trotzdem hat man Strukturen und das Gefühl, hier gibt es Land und Wassermassen und da hinten ein bisschen Berge. Das funktioniert die meiste Zeit, wenn man in der Luft ist, konzentriert man sich halt auch auf den Gegner. Die Steuerung mit dem Gamepad gefällt mir soweit. Ich muss hier nicht alles mit der Hand berühren und schon gar nicht den Steuerknüppel. Ich habe mir mal sagen lassen, das Spiel unterstützt auch keine Who-Task-Controller, was für so einen Flugsimulator natürlich ein bisschen lahm ist. Ne? Den meisten Content gibt es halt jetzt dann in Flat. Diese 2 von den 6 existierenden Missionen unterscheiden sich aber schon mal. Also während ich vorher reine Luftkämpfe habe, gibt es in der zweiten Mission hier komplett anderes Wetter. Oh, ist aber auch nett, dass man mal über den Wolken die Sonne sieht. Guckt euch das mal an. Ja, also es ist nicht alles so schön wie in Ace Combat, aber es ist okay. Jetzt ist die Sonne seitlich von uns. Im Cockpit ändert das gar nichts. Das war eine Sache, das ist so eine subtile Geschichte. Die fand ich bei Ace Combat 7 einfach sehr, sehr schön. Und das war auf der PlayStation 4. Ja, genau, auch Flügel und sämtliche Elemente, die außen sind. Da hat nichts irgendein bemerkenswertes Shading, das metallisch aussieht oder so. Ja, es ist alles relativ flat. Hier im Cockpit haben wir so ein paar reflektierende Oberflächen auf den Anzeigen hier. Die sind sogar ein bisschen zerkratzt und so. Das ist alles ganz süß. Aber es ist nicht so detailliert ausgearbeitet, wie man das halt so aus ein bisschen größeren Titeln kennt. Ich finde aber für so ein Indie-Studio haben sie hier einen anständigen Job gemacht, ja. Es passt schon. Die ganzen GUI-Anzeigen gefallen mir ganz gut hier. Das Holographische, das funktioniert. Für mich ist es jetzt auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe auch echt entspannt. Der Pfeil zeigt mir mal, wo ich so ungefähr hin muss. Dann fliege ich da hin und schieße ein paar Leute ab. Mit dem Augen kann ich die Gegner anwählen. Dann habe ich einen eingerastet. Und wenn ich ordentlich dranbleibe, zack, explodiert er auch manche. Und die Explosionen sehen cool aus. Ja? Seht ihr das? Das sieht geil aus. Die Wolken bringen nicht so viel hier. Wenn man da reinfliegt, wird es so ein bisschen komisch grisselig. Jetzt sind wir durch. Schlechtes Wetter. Igitt. Ich fahre wieder nach oben. Wenn ich hier von oben gucke, finde ich, sieht es auch echt cool aus. Ja, hier. Bisschen Wolken, Berge. Ich finde es also unterm Strich hier alles wirklich okay. Ja, jetzt ist die große Frage, muss man das haben? Ja, also für 30 Euro gibt es jetzt offensichtlich erstmal nur 6 Missionen. Ich glaube, wenn ihr total Bock habt auf so einen Flugsimulator, das ist hier kein Ausfall oder so. Ja? Das sieht schon cool aus und man kann hier einfach Luftkampf haben. Es hat aber auch kein Multiplayer, also es gibt wirklich nur die Mission. Und wenn man die erledigt hat, dann kann man sie auf weiteren Schwierigkeitsgraden machen. Man bekommt offensichtlich neue Flugzeuge. Ich habe jetzt nach der ersten Mission ein neues Flugzeug bekommen. Und wir haben vor allen Dingen auch das Head Rumble. Ja? Wenn irgendwas an euch vorbeifliegt oder schießt, dann spürt ihr das. Sowas ist natürlich auch eine nette Geschichte. Super schade, dass nicht das ganze Spiel in VR ist, aber man kann ja ein bisschen Spaß haben. Vielleicht ist ja ein guter Vorschlag, dass man jetzt wartet, ob die Entwickler nochmal was dazu sagen, ob vielleicht die anderen Missionen auch noch nachgerüstet werden. Ich glaube da aber nicht dran, muss ich ehrlich sagen. Dann wäre aber der Moment, wo man guckt, okay, dann vielleicht mal im Sale zuschlagen oder so. Mein Gesamteindruck hier ist jetzt nicht schlecht, sondern gut.
Ich habe es jetzt einfach gekauft für 30 Euro und werde mich mal überraschen lassen, ob ich da nochmal reinschaue. Für mich wäre allerdings ein Multiplayer-Titel deutlich attraktiver. Und ich lasse es erstmal dabei bewenden hier mit meinem schnellen Test. Was die anderen Missionen machen und ob die sich jetzt alle im großen Stil ändern und Spaß machen, werden wir rausfinden. Jetzt bin ich einfach mal auf eure Meinung gespannt. Ja, falls ihr noch Fragen habt, stellt es mir auf jeden Fall unter dem Video. Ich werde versuchen, dann sie zu beantworten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Ding. Bis dahin, Motansen, Mo van VR, vergesst nicht das Däumchen. Immer für euch da. Bye bye.